Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir oder Unboxing. Ich habe die Tüte schon aufgeschnitten, weil ich reingucken musste, von wem es ist. Ich habe neue Produkte von New Craft Day und darf sie euch vorstellen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich ein sehr großes, also größer als 30x30 bestellt habe oder 30x40 bestellt habe. Und ich bin total gespannt, wie das nachher aussieht. Für alle, die neu hinzugekommen sind zu meinem YouTube-Kanal, ich heiße Rena und zeige euch immer mal wieder so ein paar Unboxings, Zwischenstände, Reviews, Tutorials und würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Raschel, raschel, raschel. So, ich habe mir tatsächlich Zahlen bestellt. Das sind hier die DMC, einfach nur die DMC Farbnummern. Ja, sie sind hier jetzt schon leicht abgegangen und verrutscht, macht aber gar nichts. Das bedeutet, sie lassen sich sehr, sehr gut lösen und sind nicht so festgeklebt. Ne? Dann habe ich hier nochmal das Alphabet, habe ich hier auch nochmal drauf. Das ist ganz schön. Und Zahlen 1 bis 87 und dann fängt es bei 150 wieder an. Ich schreibe das sonst immer per Hand drauf. Aber ich dachte, ich probiere das mal aus mit diesen. So, und dann, ich hoffe, das ist jetzt heil angekommen, habe ich, wo ist hier der Anfang? Ja. Das ist ja zumindest schon mal in so einem wattierten Umschlag hier. Aber mal hoffen, dass das auch einigermaßen heil angekommen ist. Ja, ein Knick ist es in der Mitte. Ein Knick hat erstmal nicht. Mal gucken. So, es ist ein 30x30 Rahmen, so ein Magnetrahmen. Können wir auch gleich mal ausprobieren. Ja, der Knick ist schon. Der Knick ist schon ein bisschen. Also hier hinten, das ist ja so eine Folie, die zieht man ab. Eigentlich. Also normalerweise kann man das hier hinten abziehen, weil das kann man nämlich an die Wand kleben. Und dann würde ich mal sagen, weil das Papier hier sehr stark ist. So, jetzt habe ich es aber. So. Also wenn man das dicke Papier dann hier abzieht, dann denke ich, wird sich das auch nicht mehr so stark beulen. Ich kann das ja mal eben hier so ein bisschen. So, das ist so ein Magnetrahmen. Warum habe ich das gekauft? Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Jetzt wollen wir mal gucken, welche Seite aufgeht. So rum. Jetzt sieht man natürlich hier, das Plastik ist auch ein bisschen gebeult. Könnt ihr das überhaupt sehen? Mal ein bisschen schräg halten. Seht ihr, ne? Hier sind so ein paar Knicke. Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Hier ist so eine Folie drüber. Die muss man dann hier abziehen, ne? Dann ist es auch schön schwarz glänzend. Ich lasse die mal eben nochmal drauf. Okay, wir gucken gleich mal, weil ich habe ein Dings dafür. Dann können wir das ja gleich ausprobieren. Dann habe ich mir einen Stift bestellt. Und zwar habe ich schon so einen Stift, aber der hat vorne keine auswechselbare Spitze. Also das hier ist ein Komplettset mit Wachs. Gucken wir mal, das sieht richtig voll aus. Wie viele Plättchen hier drin sind. Wow. 1, 2, 3, 6 Plättchen und dicke Plättchen Wachs ist hier drin. Ob ihr Steine, ihr könnt kommen, so ungefähr. Reicht erstmal wieder. Wobei im Einzelsetzer habe ich meistens Bienenwachs drin. Und hinten im Mehrfachaufsetzer mache ich dann dieses rein, weil meine Dose für das Bienenwachs ist zu klein, als dass ich da mit dem Mehrfachaufsetzer reingehen kann. Dann wird halt öfter getauscht. Auch nicht so schlimm. Und dann haben wir hier verschiedene Aufsätze. Wo ist denn eigentlich der Stift hin? Hier. So sieht der Stift aus. So goldenfarben. Genau, und ich habe einen, den hole ich eben nochmal. Einen Moment. So, ich habe
meinen Stift geholt. Ich habe hier diesen. Und da ist es nämlich so, dass die Spitze so aussieht. Und die kann ich jetzt so mit der bloßen Hand, kann ich die nicht rausziehen. Ich werde wahrscheinlich hier vorne das mit einer Zange rausziehen können. Aber hier, das Schwarze, das sieht irgendwie so aus. Kann man das doch abmachen? Also ich habe es jetzt so, mit der bloßen Hand habe ich das nicht abbekommen. Vielleicht, wenn ich da mit einer Zange rangehe. Aber dann habe ich eher Angst, dass ich das kaputt mache. Okay, könnte man mal ausprobieren. Weil mir ist die Spitze hier oben tatsächlich zu groß. Selbst wenn man nur rund damit paintet, aber so weit auseinander liegen die runden Steine auch nicht. Manchmal bei Strassbildern kann man das machen, ja. Aber auch nicht bei diesen Anhängern oder so, weil da sitzen dann die Strasssteine auch zu eng. Deswegen fand ich das gut, dass man hier die Spitze tauschen kann. Und wenn man mal so, nee, ich will ja eigentlich einen Mehrfachaufsetzer drauf haben. Ich will eigentlich einen Mehrfachaufsetzer drauf haben. Geht sehr leicht. Das geht gar nicht, also da muss man Washi-Tape drum machen oder so, weil das ist ja hier total leicht. Das verrutscht einem. Sind die anderen auch so? Ich nehme die dicken sowieso nicht. Ich brauche einen dünnen. Ja, die sind auch sehr leicht. Also da muss man dann ein Stück Washi-Tape drum machen, damit die ein bisschen straffer drin sitzen. Sonst, okay, sie fallen so jetzt nicht raus. Ja, nur noch mal so als Tipp, wenn ihr auch so Aufsätze habt, die ein bisschen leicht gehen. Einen Schieber finde ich immer gut, den kann man immer gebrauchen. Mit der gebogenen Spitze, wie macht ihr das? Also manchmal painte ich auch mit der gebogenen Spitze. Okay, so, sitzt der denn fester drin? Probieren wir das nochmal. Ja, der sitzt fester drin. Den will ich aber nicht hier drin haben jetzt. Aber wie gesagt, also der sitzt auf jeden Fall fester drin. Da braucht man nichts drumherum machen. So, dann habe ich ein 30 mal... Oh, das mal im Weg, dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. 30 mal 30 Bild. Können wir gleich mal... Wahrscheinlich muss man zurechtschneiden, aber können wir gleich mal ausprobieren. Wir haben ein Toolkit, ganz normal. Wir haben Steine in Zip-Tüten, die nummeriert sind. Keine DMC drauf, aber sie sind ganz normal nummeriert. 1 bis 20 scheint hier zu sein, also werden wir 20 Farben haben. Genau. Und das ist das gute Stück. So, und wir haben hier 30 mal 30. Also Bildgröße wird sein 25 ungefähr. Stand auch dabei im Übrigen. Also bei vielen Bildern steht das übrigens auch dabei, ne? Sind so Fotos beigefügt und da sind dann die Maße aufgezeigt, ja. 25 mal 25. Genau. So, Anker mit Seesternen und ein bisschen, ja, maritim auf jeden Fall, ne? So ein bisschen dieses Braun erinnert mich so ein bisschen an die Algen so am Strand, ne? Hat irgendwas so weiß, beige, braun, so oder so wie Bast. Das gefiel mir ganz gut. Wollen wir mal gucken, wenn wir hier, die eine Seite ist ja schon geknickt. Das hier jetzt noch mal ein bisschen knicken, dann müsste das nämlich eigentlich hier reinpassen. Also man wird es dann wahrscheinlich zuschneiden müssen. So, wollen wir mal ausprobieren. Ob das hier auch überhaupt so reinpasst. In das störrische Ding hier. So, sieht man alles. Ja, passt genau rein. Ja, ist genau für die Größe gemacht. So, kann man sogar noch ein bisschen wegmachen. Ja. Also wie ihr seht, also man müsste das dann allerdings, also ich würde das hier tatsächlich noch mal pressen, auf dem Bauch allerdings, nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen Seite, würde ich das noch mal ein paar Wochen unterm Teppich oder eine Woche unterm Teppich liegen lassen. Also hier müsste man es abschneiden, weil ich sehe das hier schon, dass der Magnet gar nicht hält durch die Leinwand. Ja. Also da wirklich am Rand abschneiden,
hinter den Steinen, sodass Magnet auf Magnet dann sitzt und nicht die Leinwand dazwischen. Aber ich wollte mal so eine kleine Größe haben, weil ich auch ein paar Bilder in der Größe habe und dann kann ich die auch mal aufhängen, so an die Tür. Das finde ich richtig gut. Allerdings werde ich das wahrscheinlich, weil das hier sehr dick ist, weiß ich nicht. Also es gefällt mir noch nicht, dass das so dick ist. Und ich will eigentlich nicht den ganzen Kleber auf die Tür kleben, weil ich befürchte, dass diese Kleberückstände so dermaßen hartnäckig sind, dass ich mir die Holztür ruiniere. Werde ich dann wahrscheinlich eher diese Poststrips oder wie die heißen, nehmen, die man dann auch wieder abziehen kann. Aber wahrscheinlich muss man hinten die Klebefläche dann austauschen, weil das jetzt im Moment so ein dicker Karton ist. Ja, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr auch so einen Magnetrahmen? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Also der Knick hier in der Mitte, ja, man sieht ihn. Aber ich denke, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen flach legt und die Steine dann da drauf sind, dann wird man das gar nicht mehr unbedingt sehen. Gefällt mir. So, Steine. Wir haben runde Steine, 20 Farben, haben wir gesagt. Ja, ne? Üblichen verdächtigen Acrylsteine haben wir. Hier. Sieht man auch gut hier an den Löchern. Genau. Großes Bild. So, das ist so angekommen. Hier ein bisschen geknickt, aber wir gucken es uns an. Ja, Leinwand ist geknickt, aber auch die legt sich nachher wieder flach. Die lasse ich auch. Das ist eine sehr weiche Leinwand, also die ist sehr flexibel. Erinnert mich an die Leinwand von Miss Pebbles. Die hat auch so eine Leinwand, würde ich mal sagen. Finde ich gut, fühlt sich angenehm an und ist eine andere als die hier von dem 30×30 Bild. Was haben wir? Oh, wir haben, habe ich es überhaupt in die Kamera gehalten? Wir haben Wachs. Wir haben Wachs. Wir haben eine, ja, ja, eine ganz leichte Metallpinzette. Mit so einem Dings hier, dass das nicht aufgeht. Wir haben ein Schiffchen, was hier ein paar Gräten hat, aber die kann man ja abfeilen, ist nicht schlimm. Ich mag die manchmal ganz gerne, gerade wenn man viel Farbwechsel hat, sind die ganz gut. Wir haben einen Glitzerstift und wir haben dünne Aufsätze. Das finde ich richtig cool. Dünne Aufsätze. Das hier ist ein Vierer. Und dann haben wir hier noch einen. Die sehen so dunkelweiß aus. Wie so ein, ich will nicht sagen jetzt dreckig, aber in der Kamera sehen sie ganz normal aus. Das ist, glaube ich, ein Achter. Sieht so viel aus. Nee, das könnte schon ein 10er sein. Steht leider keine Nummer drauf. Finde ich gut, finde ich sehr gut, das Toolkit. Bin ich tatsächlich angenehm überrascht. So. Und wir haben eine Menge Steine. Naja, bei der Größe sollten ja auch viele Steine dabei sein. Und wir haben eckige Steine und Siebtüten. Das finde ich sehr gut. Das heißt, man kann direkt loslegen. Das ist auch ein Bild, was ich direkt abkitten werde, weil mich das total interessiert, wie das nachher fertig aussieht. Ich folter euch nicht länger auf ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Das passt gar nicht rein. Mal gucken hier. So. Ihr könnt es sehen. Es ist eine Giraffe. Das Bild ist, wir haben hier eine Größe von 40×70 und 48 Farben. Entschuldigung. Okay. Wir müssen querpainten. Die Symbole sind halt andersrum geschrieben. Oh, guck mal, die Ohren. Die Ohren finde ich auch cool. Die kommen bestimmt gut raus. Die Augen, schwarz, nehme ich mal an.
Gucken wir gleich mal. Ja, es ist ziemlich dunkel. Wir werden uns gleich mal die Steine angucken. So, und hier unten dann der Hals. Und dies hier sind halt so Blumen. Ne? Hier könnt ihr nochmal das Vorschaubild sehen. Das gefiel mir auf Fanny sehr gut. Eigentlich wollte ich gar nicht so ein großes Bild bestellen. Weil ich ja auch immer ein bisschen länger brauche, bis diese großen Bilder dann auch fertig sind. Aber es waren eckige Steine und das Motiv hat mich total angesprochen. Da habe ich gedacht, okay, ich probiere es aus. So, wir müssen allerdings querpainten. Jetzt wollen wir mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall auf der Legende hier haben wir Buchstaben, Symbole, ein paar Zahlen. Alles querbeet. Es ist sortiert nach DMC-Farbe tatsächlich. Ah, das H ist die 939, also keine 310, kein Schwarz. 939 ist so ein ganz dunkles Blau. Im 38er Bereich haben wir hier unheimlich viele Farben. Und hier hinten die vierte Spalte ist die Quantity, also wie viele Steine haben wir von jeder Farbe. 3600 Steine haben wir von der 939. Und dann kommt das Set, hoffentlich liegen die nicht beieinander, die sehen beide so dunkel aus. Haben wir die 413. Und was ich jetzt hier sehe, bei dem dunklen, das finde ich immer ein bisschen ungünstig, aber mit Lightpad denke ich, ist das kein Problem. Wir haben hier, mal gucken, in dem Ringlicht, H und B. Was sagt ihr denn zur Giraffe? So, jetzt gucken wir nochmal. Ich weiß gar nicht, ob AB-Steine dabei sind. Bei diesen großen Bildern steht das leider nicht mit auf der Legende. Was ich nochmal machen wollte, ist ausmessen. Aber ich glaube, hier ist... wir haben hier 38,8 ungefähr. Ja, 38,8 mal 68 haben wir hier. Also knapp. In der Länge 2 cm abgeschnitten sozusagen und 2 mm in der Breite. Ist okay. Ich werde das Bild ja sowieso abkitten, insofern macht das ja nichts. Ja, lila, 154, haben wir ein dickes, fettes Beutelchen. So, AB-Farben haben wir, glaube ich, nicht dabei. Lila Farbtöne haben wir in allen Varianten. Genau. Hier ist ein Stern rausgekullert. Orange ist auch schön hier, 970. Ja, also ohne AB. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Gucken wir mal. Man muss ja nicht immer ABs einbauen. Hier ist auch überall nochmal, ne? Die Farbnummer, DMC und die Anzahl der Steinchen drauf. Das ist meine Ausbeute. Bisschen konfus hier heute, aber das soll es erstmal von mir gewesen sein. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir und schaltet euch gerne auf Instagram ein. Folgt mir dort gerne und dann erfahrt ihr auch meine Updates, auch zu diesem Bild, wenn ich das jetzt anfange. Bis dahin, tschüss!